Diese Woche markiert den Höhepunkt im Jahr vieler Inder, denn es ist Diwali. Was das ist, welche Bedeutung es hat und wie ihr es selbst einmal erleben könnt, das erfahrt ihr im heutigen Video. Wey, Namaste! Herzlich willkommen auf Indisch für Anfänger. Ich bin die Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Diwali, das Fest der Lichter. Es ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Fest in ganz Indien. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit unserem Weihnachten, aber auch so ein bisschen mit Silvester, denn es ist sowohl besinnlich als auch sehr fröhlich. Es wird gefeiert mit Böllern und mit Feuerwerk und in Nordindien wird sogar mit Diwali das neue Jahr eingeleitet. Das Wort Diwali oder auch Deepavali kommt aus dem Sanskrit. Deepa heißt Licht und Avali Kette. Es ist ein mehrtägiges hinduistisches Fest, das am 15. Tag des Hindu-Monats Kartik anfängt, also Ende Oktober, Anfang Mitte November und genau 20 Tage nach Dasara stattfindet. Wenn ihr nicht wisst, was Dasara ist, kein Problem, schaut doch einfach hier. Ich habe erst letztens ein Video dazu gemacht. Diwali hat eine lange Tradition. Schon im 11. Jahrhundert berichteten ausländische Reisende von den Festlichkeiten. Worum geht es jetzt eigentlich bei Diwali genau? Also im Kern geht es um den Sieg des Guten über das Böse. Also Licht gegen Dunkelheit, Wahrheit gegen Ignoranz und Leben über Tod. Der dritte Tag von Diwali ist im Prinzip der Haupttag. Er heißt Lakshmi Puja und an diesem Tag wird im ganzen Land die Göttin Lakshmi verehrt. Lakshmi ist übrigens die Göttin des Wohlstandes und des Glücks. Vor allem in Nordindien geht Diwali auf den Tag zurück, an dem der Gott Rama mit seinem Bruder Lakshman und seiner Frau Sita aus seinem 14-jährigen Exil nach Ayodhya zurückkehrte. Warum waren die eigentlich im Exil? Naja, Ramas Stiefmutter wollte ihren eigenen Sohn auf dem Thron sehen und so überzeugte sie den König schließlich, Rama ins Exil zu schicken. Aus Loyalität gingen sein Bruder und seine Frau gleich mit. In diesem Exil wurde Sita dann vom Dämonenkönig Ravana entführt und von Rama und seinen Verbündeten in einer epischen Schlacht befreit. Als die drei Helden nach Ayodhya zurückkehrten, war es schon dunkel und so zündeten die Menschen tausende von Öllampen an, sogenannte Diyas, um ihnen den Weg zu erhellen. Im Süden feiert man hingegen eher den Gott Krishna, der den Dämonen Naraka besiegte und 16.000 von ihm gefangen gehaltene Frauen befreite. Im Osten von Indien, hauptsächlich in West Bengal, wird hingegen die Göttin Kali verehrt. Kali symbolisiert den Tod und dessen Überwindung, also auch wieder ein Sieg in irgendeiner Form. Darüber hinaus werden je nach Region aber auch noch Vishnu, Yama, Yami, Saraswati, Durga, Dhanvantari und Vishwakarman verehrt. Und obwohl es hauptsächlich ein Hindu-Fest ist, feiern es auch andere Religionen in Indien, so zum Beispiel die Sikhs. Denn an diesem Tag soll Har Gobind, der 6. Guru, aus der Gefangenschaft Jahangirs nach Amritsar zurückgekehrt sein. Auch eine buddhistische Strömung, der sogenannte Neva-Buddhismus, feiert Diwali und mit ihm die Göttin Lakshmi. In den ländlichen Gegenden ist Diwali immer auch eine Art Erntedankfest. Man betet die Göttin Lakshmi an, dankt ihr für die reiche Ernte und bittet darum, dass die nächste genauso gut ausfällt. Jetzt haben wir genug über die Mythologie gehört, aber wie feiert man Diwali denn eigentlich? Diwali ist das Fest der Lichter. Und so werden seit jeher im Land Millionen von Öllampen angezündet. Heutzutage natürlich auch Lichterketten verwendet, sodass manches Haus ähnlich aussieht wie amerikanische Häuser zur Weihnachtszeit. Vor allem die Eingänge und die Fenster werden mit Lichtern ausgeschmückt. Denn am dritten Tag der Lakshmi Puja besucht die Göttin Lakshmi der Sage nach alle hell erleuchteten Häuser und segnet sie und seine Bewohner. Tatsächlich beginnen auch viele Geschäftsleute an diesem Tag neue Geschäftsbücher, denn sie glauben, dass ihnen das Glück bringt. Auch Glücksspiele wie zum Beispiel Tombolas sind unglaublich beliebt in Indien an diesem Tag, weil man eben glaubt, durch Lakshmis Präsenz gesegnet zu sein und erst recht Chancen auf den Gewinn zu haben. Tradition ist auch, dass alle Menschen sich zu Diwali neue Kleidung und neuen Schmuck kaufen und natürlich auch Geschenke, sodass es in den letzten Jahren, wie bei Weihnachten auch, zunehmend Kritik gibt über die Kommerzialisierung des Festes. Die Hauseingänge werden aber nicht nur mit Lichtern geschmückt, sondern auch mit sogenannten Rangolis oder Kolams, wie man es im Süden nennt. Das ist buntes Pulver oder bunter Reis in einer wunderschönen Mandala-artigen Form verstreut. Familie und Freunde werden besucht, es werden Süßigkeiten und Geschenke verteilt und vor allem in Nordindien werden auch oft Szenen aus dem Ramayana nachgestellt. Natürlich hauptsächlich die Geschichte mit Sita und dem Dämon. Am Abend dann wird gefeiert, so richtig, mit ganz viel Böllern und Feuerwerk. Und wie gesagt, das neue Jahr eingeläutet. An der Böllerei gibt es mittlerweile jedoch auch zunehmend Kritik, genau wie bei uns, da diese zu ohnehin hohen Feinstaubbelastungen in indischen Städten beitragen und natürlich auch die Tiere erschrecken.
Eine schöne Geste findet auch an der indisch-pakistanischen Grenze statt. Wie ihr vielleicht wisst, ist das Verhältnis zwischen Indien und Pakistan nicht das Beste. An Diwali jedoch gehen die indischen Soldaten auf ihre pakistanischen Kollegen zu und überreichen ihnen indische Süßigkeiten. Und ihre pakistanischen Kollegen tun es ihnen gleich, indem sie ihnen pakistanische Süßigkeiten überreichen. Ist das nicht schön? Diwali wird von Indern auf der ganzen Welt gefeiert. Aber nicht nur in Indien ist der Haupttag des Festes ein gesetzlicher Feiertag, sondern auch in Fidschi, Guyana, Malaysia, Mauritius, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Singapur, Suriname sowie Trinidad und Tobago. Auch in Deutschland gibt es viele indische Organisationen, die das Fest jährlich organisieren. Es findet in vielen Städten statt, vor allem da, wo es eine Universität gibt. Denn viele Inder in Deutschland sind Studenten. Es wird in großem und kleinem Maßstab gefeiert. Manchmal wird die Mensa gemietet, manchmal jedoch auch eine ganze Festhalle. Wie gesagt, Diwali wird in ziemlich vielen deutschen Städten gefeiert. Die mir bekannten sind Berlin, Chemnitz, Dresden, Braunschweig, Magdeburg, Jena, Erlangen, München, Frankfurt und Aachen. Nun ist in diesem Jahr leider Corona am Wüten und deswegen wird es nirgends ausgetragen. Jedoch gibt es einige Online-Events, die ihr stattdessen besuchen könnt. Und diesmal sogar von zu Hause aus. 3 davon möchte ich euch gerne vorstellen. Das erste wird von der Indian Association in Dresden veranstaltet. Es soll ein Kulturprogramm geben und gemeinsam gefeiert werden, so gut das eben möglich ist. Das zweite wird organisiert von der ICCHE, der Community der Inder im Ruhrpott. Und wie ich gehört habe, gibt es dort sogar eine Tombola. Vielleicht ist euch ja Lakshmi hold. Und das dritte wird organisiert von Marathi Mitra. Das ist ein Zusammenschluss von Indern aus Maharashtra, die aber groß und klein, nah und fern zu ihrem Diwali-Fest dieses Jahr einladen. Die Links zu den Veranstaltungen und zu den anderen indischen Organisationen, die in diesem Jahr nichts organisieren, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut doch mal rein, dort könnt ihr euch auch für die Zukunft über Festlichkeiten in eurer Nähe informieren. Wart ihr schon einmal auf einem Diwali-Fest? In Deutschland? Oder sogar in Indien? Wie hat es euch gefallen? Habt ihr Interesse an einem Video über Rangolis? Wenn ja, lasst es mich doch in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da und abonniert den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden und lasst uns gemeinsam Diwali feiern.